Ich stehe drauf, wenn die Polizei einen hart anfasst. Also ich sage ja auch, fester, gib noch. Und da wurde ich auch schon für angefeindet. So, wieso provozierst du die jetzt noch? Und so, ich provoziere die gar nicht. Ich meine, die sollen das fester machen. So, für meine Leistung will ich entschädigt werden. Dass ich hier alles gebe. Die machen ihren Job und geben alles und ich gebe hier alles. Und ich will danach das Gefühl haben, ich habe was Gutes gemacht. Du willst keinen Gegner haben, der dich gewinnen lässt. Also ich persönlich will ja nicht das Gefühl haben, hey, der hat mich gewinnen lassen, sondern ich möchte das Gefühl haben, ich habe alles gegeben, er hat alles gegeben, ich war besser. Ich habe schon gelacht dabei. Das ist das Beste, was du machen kannst, einfach lachen. Ah, das gefällt dir also. Und dann sagst du, ja, bitte fester, gib mir. So musst du es machen, mit Humor. Dann nehmen die sich auch nicht mehr selbst so ernst. So. Die merken, scheiße, ich bin auch nur ein Clown hier, der irgendwie mit dem Typ spielt. Spielt der jetzt mit uns oder wir mit ihm? Ein paar Minuten früher gekommen. Ach so, da ist er ja. Hi Chris. Hey Dario, na? Oh. Alles gut bei dir? Ja, geht's. War lange Fahrt, ne? Ja. Der Zug ist früher gekommen, meinst du, oder was? Ja, ich hatte ja 57 gesagt und ich hatte dann gesehen, eigentlich war 55, aber Ach so. nach einem, oder stimmt die jetzt die Uhr, ne? Die ist nur eine Stunde falsch. Ich habe den Flixtrain genommen, weil das andere war mir alles zu teuer. Der hat 4,5 oder 5 Stunden gebraucht, glaube ich, bis Mannheim und dann musste ich in Mannheim noch mal umsteigen, eine halbe Stunde. Was macht denn der Hund? Den habe ich gestern voll überfordert. Nee, ist alles gut. Ich bin mit dem vorhin spazieren gegangen und du kannst heute Abend mit ihm gehen. Wendy. Ich bin's. Ja. Hä? Ja. Und hier haben wir mit der NABU-Kindergruppe eine Exkursion zu den Bibern gemacht. Da gab es ja noch keine Biber hier bei uns. Und da sind wir ins Saarland gefahren. Erinnerst du dich? Das ist der... Ja, dieser Langhaarige, der da die Führung unser gemacht Guide, hat. ne? Ja. Und hier sind die angeknabberten Biberbäume, die abgenagten. Ja, da hatte ich auch einen mitnehmen dürfen. Ja. Und für das Referat dann in Biologie. Und dann hat der Herr Doppler mir nicht geglaubt, er meinte, das wäre geschnitzt und nicht von einem echten Biber. Okay. Angenagt. Ja. Also jedenfalls habt ihr die Natur dadurch ziemlich hautnah erlebt. Ne? Wir haben da ja stundenlang gesessen und nur beobachtet. Ne? Ohne einen Biber zu sehen. Ohne Biber zu sehen, ja, das war schade. Ich glaube ehrlich, dass unsere Naturschutzerfahrung und die NAJU-Erfahrung jetzt eigentlich gar nichts mit deinem Klimaaktivismus zu tun haben. Ich glaube es nicht. Ich habe diesen Studiengang damals in Eberswalde abgebrochen, weil ich mich nicht mit Gewässerkunde und Insektenbestimmung, was da gemacht wurde, das ist nicht mein Interessengebiet. Da lese ich doch dann lieber philosophische Texte und setze mich mit Staatstheorien auseinander. Deswegen denke ich auch, dass es unabhängig zum Klimaaktivismus ist. Yeah. Ich denke eher, das ist wie alles auf der Welt eigentlich eine psychologische Komponente, die da mitspielt. Weil das ist, glaube ich, schon die erste Hürde, dass sich viele Leute fragen, wie sieht das denn von außen aus, wenn ich mich jetzt, du hast dich hier in Speyer allein auf die Straße gesetzt. Mein Vater hat das in der Zeitung gesehen, oh Gott, war das peinlich. Mit allen Leuten, mit denen er gesprochen hat, ach Gott, dass die sich nicht schämt. Und das ist so peinlich für ihn.
Und so. War das so peinlich für ihn? Ja, unglaublich peinlich. Echt? Und Das war doch eine tolle Aktion. Ich habe mich auch gut gefühlt. Ich habe gesagt, hey, jetzt sitze ich das hier ganz kam bei alleine. diesen Menschen- Rebellion of One. ja, das ist ultra peinlich, selbst bei so Leuten, die ja sich selbst in Jugendjahren als Rebell verhalten haben. Viele Aktionen sind gar nicht denkbar, denke ich mal für mich auch, mit einer Empörung, einer Grundempörung. Wenn ich bei allem gelassen bliebe, so dieses Stoische, diese Erhabenheit, dieses von oben herabgucken, dieses Distanz wahren, dann würdest du ja gar nicht erst, dann sagst du halt, ja gut, let it happen. Ne? Ich sage, wir sollten so lange nonkonformistisch bleiben, bis die Gesellschaft sich so weit verändert hat, dass man sagen könnte, hey, die ist auf einem guten Weg, ökologisch nachhaltig zu werden. Solange sie das nicht ist, sollten wir alle ausscheren. Dann, was am optimalsten wäre, wenn ihr euch das getraut, also ja, wenn ihr das machen wollt, wäre im Lok die Hände zusammenzukleben. Also in Deutschland sind die ja immer schnell mit Kamera, dass die von unten genau gucken, was du überhaupt machst. So. Ja. Theoretisch auch Videoaufzeichnungen hätten, ob du was ums Handgelenk hast oder nicht. Ne? Ob du da festgekettet bist oder ich weiß nicht, wie gut die dann miteinander kommunizieren. Aber Gut, ihr könnt auch sagen, dass ihr festgeleitet seid. Also unser Ziel ist es um 20 nach 6 am Morgen, dass die Beacon stehen und ihr am Hochklettern seid. Wichtig ist, dass ihr am Morgen, bevor ihr geht, also die Klettersachenruhe anzieht, dann gegenseitig checkt, ob alles stimmt, ob ihr alles habt. Dann könnt ihr eigentlich ins Auto steigen und los. Ihr müsst euch wirklich um nichts kümmern, ihr müsst nicht an den Beacon denken, nichts. Eure Priorität ist, dass ihr bereit seid. Und dann ist einfach der SOS vor Ort, der SOS abgestellt und der andere. Hast du deine Heppe? so halten wir sich, ja. Okay. Ja. Noch nicht? Einfach mit dem Fuß auf dem Seil draufstehen, um das Gewicht zu halten, wenn er oben ist. Der Rucksack.
Genau, und jetzt hier kannst du mit dem Fuß da drauf gehen. Ja. Gut. Aber jetzt hin, du doch gerade das Seil anmachen. Als Gegengewicht drin. Du könntest aber trotzdem noch mal ziehen, falls da jetzt irgendwas passiert. Ja genau, noch mal draufstehen für den Notfall. Ich bin zum Klimaaktivismus darüber gekommen, dass ich in Göttingen eben studiert habe. Bin ich darüber gestolpert, mehr oder weniger, dass der Aufstand oder Aussterben-Vortrag gehalten wird. Mich hat es halt überzeugt dann, dass da ganz gut aufgezeigt wurde, dass das, was bisher gemacht wurde oder einfach mal auf einer Demo friedlich auf die Straße zu gehen, dass das eben nicht das ist, was die Fridays auch die ganze Zeit machen, nicht unbedingt zielführend ist. Argumentativ, auch mit historischen Beispielen belegt jetzt, hat mich halt das damals überzeugt. Nicht jeder kann das machen, weil viele Leute sich einfach in ihrem Umfeld, die sagen, was denken denn die anderen darüber? Ja. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, dass ich nie irgendwas gemacht habe, damit ich von anderen Menschen gemocht werde. Weil es mir ziemlich egal ist, ob mich andere Menschen mögen oder nicht. Ich mag die meisten Menschen selbst nicht wirklich und mir ist wichtig, dass ich mich selbst mag, was mir selbst auch wiederum schwerfällt. Ich glaube, nie ein besseres Gefühl hatte ich, als wir Amazon blockiert haben, wo ich dann auch in dem Moment das Gefühl hatte, der hat einen wirtschaftlichen Verlust, unabhängig davon, dass ich mich selbst in dieser Aktionsform als Protagonist empfunden habe. Ich war derjenige, der da oben auf diesem Holzgerüst saß und die Einfahrt von denen blockiert hat. Ich konnte mich bei diesem Aktivismus, hätte ich mich in dem Moment im Spiegel angucken können oder danach auf den Bildern und sagen, das bin ich, da bin ich stolz drauf. So, während ich will keine Bilder von irgendwelchen Vorlesungen sehen und dann, wie ich da so auf der Bank liege und dann sagt mir nachher, das bist du. Ich möchte mich nicht mit der Person identifizieren, die etwas so ungern macht jetzt. Du grüßt dummes Huren, Arschloch, du Blöd! Komm, pack du! Pack du jetzt! Hau ab! Was hast du das Gefühl, wer meine Familie ernährt daheim? Du oder was? Du grüßt dummes Huren, Arschloch, du Blöd! Irgendwann hatten sie die Hebebühne angesetzt und ich war der allererste, der von den Holzkonstruktionen geräumt wurde, indem man ja mit der Hebebühne eben hochgefahren ist. Dann sind wir quasi über die Hebebühne gesichert worden, sodass wir nicht fallen konnten und die Konstruktion um uns herum wurde mehr oder weniger weggeschnitten, sodass die einfach in sich zusammengefallen ist und man selbst hing dann mehr oder weniger noch. Genau, wurde dann langsam zum Boden gelassen und festgenommen. Das übliche Prozedere. Ja, das ist also ganz unterschiedlich, was man da für Kosten zu erwarten hat. Und in diesem Fall, bei dieser Aktion jetzt in der Schweiz, wo ich noch nie vorher straffällig geworden bin, ist die ganze Strafe nur auf Bewährung angesetzt. Was aber allerdings tatsächlich zu zahlen ist die Rechnung der zentralen Inkassostelle. Und das sind 1500 Schweizer Franken, die nach wie vor offen sind und die ich auch nicht vorhabe zu bezahlen. Seit der letzten
Zahlungsaufforderung vom Januar diesen Jahres. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Für mich als relativ junger Mensch mit 30, sage ich jetzt mal, ist eine Zukunft ja schwer planbar, wenn man ständig im Hinterkopf hat, klar, die Welt ist Wandel unterworfen, aber so krass wie der Wandel jetzt kommen wird, Klimawandel, ist es einfach unvorhersehbar. Ich bin nicht davon überzeugt, dass jetzt konkret der zivile Ungehorsam in einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit direkt zugänglich wird, sondern es wird sich das, was als gesellschaftlich akzeptiert gilt, das wird sich dadurch verschieben. Also das geht darum, die Relationen zu verschieben und ja, in gewisser Weise auch ein Umdenken oder einen Paradigmenwechsel letztendlich herbeizuführen.